Secondhand boomt, das stellen auch die Textilriesen fest. Bei Zalando, die haben ja auch mittlerweile eine Secondhand-Plattform. Und ich finde das super, wenn das bei den Plattformen dazukommt. Die Nachhaltigkeit unterstütze ich auf jeden Fall, finde ich einfach wunderbar. Geht es Zalando und Co. tatsächlich auch um Nachhaltigkeit? Es geht Zalando vor allem darum, noch mehr Geschwindigkeit, noch mehr Bekleidungskauf zu initiieren und weniger die Welt zu retten. Max will wissen, kann Secondhand den Modekonsum langfristig drosseln? Wie nachhaltig ist Secondhand bei Zalando und Co.? Max in einem kleinen Secondhand-Laden in Bruchköbel. Seit 14 Jahren betreibt Iris Gilbert hier die Kleiderkiste. Sogenannte Fast Fashion, also billig produzierte Kleidung von H&M, Zara und Co. gibt es hier nicht. Stattdessen ausschließlich hochwertige Designer- und Markenkleidung. Die Leute haben ein ganz anderes Bewusstsein bekommen zu Fashion. Also ich habe das Gefühl, dass die Leute weniger Fast Fashion kaufen, sondern wirklich mehr in die Nachhaltigkeit gehen. Und davon hat auch der Onlinehandel Wind bekommen. Ich persönlich verkaufe und kaufe auch immer mal wieder bei Vinted. Bei Zalando haben wir mal ausprobiert. Das ist total easy. Also das ist wirklich deutlich einfacher, als wenn man jetzt irgendwo über eBay Kleinanzeigen oder sowas geht. Zalando und Secondhand, richtig gehört, unter dem Namen Pre-Owned bietet der Textilriese ausrangierte Kleidung von Kunden an. Verringere den Müll und reduziere die Nachfrage für Neues, heißt es dazu auf deren Seite. Geht es dem Unternehmen tatsächlich um die Nachhaltigkeit? Wir sprechen mit Jochen Strähle. Er ist Professor für internationales Fashion Management an der Hochschule Reutlingen. Das System, was Sie nutzen mit Secondhand, ist auch darauf ausgerichtet, mit den Kunden Geld zu verdienen. Vielleicht nicht zwingend mit dem Secondhand an sich, der Abteilung, aber insgesamt auf jeden Fall geht es ums Geld verdienen. Was Zalando macht, ist, Zalando nutzt Secondhand, um Konsumenten auf die Webseite zu locken und zu bringen. Das heißt, wenn Kunden freiwillig auf die Website Zalando gehen, weil sie da ihre Altwaren loswerden, dann muss Zalando schon nicht Werbung schalten. Zunächst die Zalando Secondhand-App Circle runterladen. Dann Fotos von der Kleidung machen, die man loswerden möchte und anschließend noch Marke und Größe auswählen. Direkt im nächsten Schritt gibt es einen Preisvorschlag von Zalando. Zum Beispiel 2,67 € für den Rock, für den wir mal 30 € bezahlt haben. Angeboten wird er jetzt bei Pre-Owned für 17,90 €. Zalando kauft nicht alles, nur neuwertige Kleidung und Artikel, die man irgendwann bei Zalando gekauft hat. Uns werden für 8 Teile 30 € geboten. Aber nicht Cash, es gibt einen Gutschein für Neuware bei Zalando. Secondhand-Konsum selber führt momentan, so sind die Erkenntnisse, eher zu mehr Konsum an Bekleidung, zu einer noch höheren Geschwindigkeit. Und man kann es auch als Ultra-Fast-Fashion bezeichnen, wenn Sie es so wollen. Weil wenn normalerweise das Budget ja leer ist pro Monat, dann kann ich mir auch bei H&M nichts mehr kaufen. Mit der Möglichkeit aber Secondhand verkaufe ich halt die anderen Sachen und kann mir wieder was leisten. Wir fragen bei Zalando nach, warum Secondhand? Der Textilriese schreibt uns: Mit unserem Pre-Owned-Angebot bieten wir Kunden eine einfache, bequeme und vertrauenswürdige Lösung, um ihren Kleiderschrank aufzuräumen. Unseren Kleiderschrank auf- und ausräumen wollen auch About You und H&M. Beide Unternehmen sind ebenfalls ins Secondhand-Geschäft eingestiegen, fahren allerdings andere Konzepte. Zum Beispiel H&M. Was man loswerden möchte, wird in eine Tüte gepackt und kostenfrei an die Secondhand-Tochter Sellpy geschickt. Was Sellpy nicht verkauft, wird gespendet. Vom Verkaufserlös gehen 40% an den Verkäufer, 60% an die Plattform. Statt Gutschein gibt's hier allerdings Bares. Der Markt ist in einer wahnsinnigen Bewegung. Vor 3 Jahren hat noch niemand über das Thema Secondhand wirklich gesprochen. Aber welches Geschäftsmodell sich jetzt mittelfristig am Markt durchsetzen wird, da müssen wir noch mal in die Glaskugel gucken. Ich denke, da ist Beobachtung angefragt. Zurück in der Kleiderkiste von Iris Gilbert. Für ihre Kunden ist klar, das nachhaltigste Modell findet hier statt und funktioniert nach dem einfachen Prinzip: Altes verkaufen und Neues Altes wiederkaufen. Das ist doch toll, das ist auch schön, Mann. Ich bin seit ganz jungen Jahren überzeugte Secondhand-Käuferin. Ich bin mittlerweile fast 75
und habe angefangen mit Secondhand, da war ich knapp über 20, da habe ich noch studiert. Wir bekommen so viel schöne Ware, die fast neu, oft sind aber auch noch die Preisschilder dran. Ich finde die halt schön, weil ich es anfassen kann. Ich kann es anfassen, ich kann gucken, sind die Nähte alle dicht, ich kann es anprobieren im Spiegel und muss nicht bestellen und irgendwann wieder zurückschicken. Doch auch wenn die Modelle von Zalando und Co. zunächst darauf ausgerichtet sind, den Modekonsum weiter anzuheizen, langfristig kann das auch positive Effekte haben. Im Schritt 1 ist es erstmal ein Greenwashing, weil es nur darum geht, mehr Geld zu verdienen und mehr Produkte in den Markt zu bringen. Langfristig wird sich das allerdings sicherlich anders auswirken, denn Konsumenten werden lernen, dass ihre Altware einen gewissen Wert hat. Und dieser Wert wird eben je höher sein, je besser die Erstware ist. Das heißt, das, was auf dem Primärmarkt als Neuprodukte gekauft wird. Das heißt, langfristig werden die Konsumenten merken, es lohnt sich auf Qualität zu achten, es lohnt sich auf Marken zu achten, weil ich dafür nachher später auch was bekomme. Fakt ist, Secondhand ist kein kurzfristiger Hype, sondern ein langfristiger Trend. Ob der tatsächlich die Fast Fashion ausbremsen kann, wird sich zeigen. An Nachschub für all die Secondhand-Angebote sollte es vorläufig jedenfalls nicht mangeln.